Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke ist ein wegweisendes Handbuch, das sich tief mit den Zusammenhängen zwischen Körper, Geist und Seele befasst. Es gehört zu den meistgelesenen Werken der psychosomatischen Medizin im deutschsprachigen Raum und wurde in dieser Auflage umfassend aktualisiert. Dahlke betrachtet Krankheiten nicht nur als schicksalhafte Zufälle, sondern als bedeutungsvolle Botschaften unseres Körpers. Mit seinem Ansatz der integralen Medizin verbindet er schulmedizinisches Wissen mit spirituellen und psychologischen Einsichten. Dieses Handbuch richtet sich an all jene, die tiefer in die Hintergründe körperlicher Symptome eindringen möchten. Der ganzheitliche Blick auf Erkrankungen eröffnet eine neue Dimension der Selbstreflexion und Heilung. Das Buch bietet einen umfangreichen Symptomkatalog, erklärt deren symbolische Bedeutungen ausführlich und gibt konkrete Hinweise zur Bearbeitung und Integration der Erkenntnisse in den eigenen Lebensalltag. Dadurch wird Krankheit nicht mehr nur als Feind angesehen, sondern als Wegweiser zu persönlichem Wachstum, Transformation und innerer Balance. Mit seiner leicht verständlichen Sprache, anschaulichen Beispielen und praktischen Tipps ist dieses Handbuch sowohl für Laien als auch für Fachleute ein wertvoller Begleiter. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Symbolsprache der Symptome. Im Mittelpunkt von Krankheit als Symbol steht die Annahme, dass körperliche Symptome eine eigene Sprache sprechen. Nach Dahlkes Ansatz drückt der Körper seelische Konflikte und ungelöste Themen oft als Beschwerden aus. Jedes Symptom, sei es eine Migräne, ein Hautausschlag oder Verdauungsprobleme, kann als Symbol verstanden werden, das eine tiefere Botschaft in sich trägt. Das Buch liefert für hunderte Symptome ausführliche Deutungen und schlägt eine Brücke zwischen den körperlichen Erscheinungsformen und verborgenen psychischen Ursachen. Leser lernen, Symptome als Hinweise des Unterbewusstseins zu deuten. Diese Sichtweise ermöglicht einen neuen Umgang mit Krankheit. Statt sie nur zu bekämpfen, lädt sie dazu ein, nach innen zu blicken, verdrängte Emotionen zu erkennen und unbewusste Lebensmuster ins Bewusstsein zu holen. Der Prozess der Symboldeutung hilft so, einen individuellen Weg zur Heilung zu finden, der Körper, Geist und Seele einschließt. Zweitens. Die integrale Medizin. Rüdiger Dahlke hat mit diesem Werk einen wichtigen Beitrag zur integralen Medizin geliefert, die klassische Schulmedizin und ganzheitliche Ansätze miteinander verbindet. Im Unterschied zur reinen Symptombehandlung reflektiert dieser Ansatz die Ursprünge von Krankheit und sucht nach deren Bedeutung für das gesamte Lebenssystem des Menschen. Die integrale Medizin fördert das Zusammenspiel von Körper, Psyche und Bewusstsein. Sie fragt nicht nur, wie wir Symptome lindern können, sondern auch, was wir innerlich verändern müssen, um nachhaltige Gesundheit zu erreichen. Im Buch gibt Dahlke zahlreiche praktische Hinweise, wie dieser Ansatz angewendet werden kann, von der Bewusstmachung innerer Konflikte über Meditation bis hin zu einer ausgewogenen Lebensführung. Leser gewinnen einen umfassenden Überblick über ganzheitliche Heilmethoden und lernen, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Auf diese Weise werden sie befähigt, aktiv ihren Heilungsweg mitzugestalten. Drittens. Bewusster Umgang mit Krankheit. Ein zentrales Anliegen des Buches ist es, den Umgang mit Krankheit zu verändern. Dahlke plädiert dafür, Symptome nicht als bloß störende Begleiterscheinungen zu sehen, sondern als wichtige Nachrichtenträger. Viele Menschen betrachten Krankheit als Versagen oder Zufall, doch das Buch zeigt, dass hinter Beschwerden oft ungelöste emotionale oder geistige Konflikte stecken. Indem man sich mit der Symbolik der Symptome auseinandersetzt, können tiefer liegende Themen, wie nicht ausgedrückte Gefühle, übernommene Glaubenssätze oder Lebenskrisen, erkannt und verarbeitet werden. Das Handbuch gibt Tipps und Methoden für die praktische Bearbeitung solcher Themen, etwa durch Meditation, Gespräche, kreative Ausdrucksformen oder Achtsamkeit im Alltag. Der bewusste Umgang mit Krankheit eröffnet so die Chance, sowohl körperlich als auch psychisch zu wachsen und das eigene Leben neu auszurichten. Viertens. Praxisorientierter Symptomkatalog.
Ein herausragendes Merkmal des Buches ist der umfangreiche, alphabetisch gegliederte Symptomkatalog. Für jedes Symptom werden schulmedizinische Erklärungen, psychosomatische Deutungen und Vorschläge zu innerer Bewältigung gegeben. Der Leser findet hier leicht verständlich aufbereitete Informationen von A wie Asthma bis Z wie Zysten. Die Symbolik der Symptome wird kontextbezogen erläutert und es werden Wege aufgezeigt, wie man die dahinterliegenden Themen erkennen und bearbeiten kann. Dieser Katalog ist nicht nur ein Nachschlagewerk, sondern lädt dazu ein, sich aktiv mit eigenen Beschwerden auseinanderzusetzen. Praktische Übungen, Reflexionsfragen und Impulse unterstützen die Leser dabei, eigene Lösungen zu finden. Damit wird das Buch zu einem ständigen Begleiter, der bei allen Fragen zu Gesundheit und Krankheit wertvolle Orientierung bietet. Schließlich Transformation und Heilung durch Selbstreflexion. Ein wesentlicher Schwerpunkt von Krankheit als Symbol ist die transformative Kraft der Selbstreflexion. Dahlke macht deutlich, dass wahre Heilung nicht von außen verordnet oder ausschließlich durch Medikamente erreicht werden kann. Erst wenn wir uns unseren eigenen Schattenseiten, verdrängten Emotionen und ungeliebten Anteilen stellen, beginnt tiefgreifende Heilung. Das Buch bietet zahlreiche Anregungen und Methoden, wie die Leser zur Selbstreflexion angeregt werden, sei es durch das Führen eines Krankheitstagebuchs, geführte Meditationen oder gezielte Fragen zur Lebenssituation. Die Beschäftigung mit den symbolischen Botschaften der eigenen Symptome kann zu tiefen Einsichten und einem neuen Lebenssinn führen. Auf diese Weise wird Krankheit zum Lehrer und Wegbegleiter auf der Reise zur Ganzheit, seelischer Balance und Gesundheit. Zusammenfassend: Krankheit als Symbol ist ein unverzichtbares Werk für all jene, die einen bewussteren, tiefergehenden Umgang mit Krankheit und Gesundheit suchen. Es richtet sich an Menschen, die bereit sind, über den Tellerrand der klassischen Medizin hinauszublicken und Eigenverantwortung für ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Auch Therapeuten, Berater oder Coaches profitieren von der Fülle an Informationen und praktischen Ansätzen, die das Buch bietet. Die Lektüre dieses Handbuchs hat das Potenzial, das eigene Verständnis von Leiden grundlegend zu verändern und neue Wege der Heilung zu eröffnen. Wer bereit ist, auch unbequeme Fragen zuzulassen und introspektiv zu arbeiten, wird mit persönlichen Einsichten und mehr innerem Frieden belohnt. Im Vergleich zu anderen Ratgebern auf dem Markt besticht dieses Buch durch seinen ganzheitlichen Ansatz, seine Tiefe und Aktualität. Es bietet nicht nur Erklärungen, sondern auch praxisnahe Lösungen. Die Verbindung von Schulmedizin mit psychologischer und spiritueller Dimension ist einzigartig und macht Krankheit als Symbol zu einem dauerhaften Nachschlagewerk für das ganze Leben. Wer bereit ist, aktiv an sich zu arbeiten und die Botschaften seines Körpers entschlüsseln möchte, sollte auf dieses Buch nicht verzichten. Wenn Sie unterstützen möchten, Rüdiger Dahlke, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.